über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Wohl. Was heißt eigentlich wohl? Ich frage einfach Felix. Genau. Was willst du? Hey Felix. Hey, ja, also ich habe diesen neuen Song gehört von Reinhard May, Über den Wolken. Dude, der Song ist von 1974. Ach so, naja, egal. Was bedeutet wohl? Ich habe schon geschlafen. Es ist 4 Uhr morgens. Ist dein Ernst? Kann das nicht warten? Ja, ich habe dieses Wort noch nicht gelernt und du hast gesagt, ich soll immer alle neuen Wörter sofort rausfinden. Okay, ich mach dir morgen ein Video dazu. Und jetzt verpiss dich. Cool, super, danke. Ja, mach's gut, ciao. Hi, ihr seid auf das Wort wohl gestoßen und es lässt euch einfach keine Ruhe. Ihr findet nachts keinen Schlaf, weil dieses Wort euch quält. Dann seid ihr heute wieder genau richtig. Und ja, mein Name ist Felix und bei mir lernt ihr echtes Deutsch. Das Wort wohl hat verschiedene Bedeutungen in verschiedenen Kontexten und es gibt verschiedene Wortarten mit wohl. Die am einfachsten zu erklärende Bedeutung von wohl wäre wohl als Substantiv und das bedeutet so etwas wie Gesundheit und Glück. Ihr kennt das zum Beispiel, ja, anstatt Prost sagen Deutsche auch manchmal zum Wohl. Zum Wohl. Prost, Jungs, ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Man könnte auch von Unwohl oder Unwohlsamkeit sprechen. Das wäre dann eben eine Situation, wo man sich nicht so gut fühlt, vielleicht krank oder einfach ja nicht so dieses warme Gefühl hat, dass etwas gut ist. Man könnte auch sagen Unwohl oder Unwohlsein oder Unwohlsamkeit, wenn es darum geht, dass man sagen möchte, dass es einem schlecht geht. Ja, vielleicht ist man krank, ja, beziehungsweise fühlt sich einfach nicht gut. Man kann sagen, naja, mir ist unwohl oder es gibt dieses Gefühl von Unwohlsamkeit. Es nie gereicht hat. Egal, was ich getan habe, es hat nie gereicht. Wissen Sie, was eine Nervensäge ist? Eine Nervensäge ist eine unsichtbare Säge mit einem sehr, sehr feinen Sägeblatt. Es ist so fein, dass man den Schmerz nicht lokalisieren kann. Außer einem diffusen Unwohlsein spürt man nichts. Kann über Jahre dauern. Aber irgendwann sind die Nerven eben durchgesägt und dann... Naja. Wohl in einem Kontext von Substantiven bedeutet auch oft so etwas wie Reichtum oder ja, wenn es einem finanziell gut geht. Wir haben zum Beispiel dieses Wort Wohlstand, was ihr in dieser Diskussion hier ziemlich oft hört. Der Kapitalismus hat ja den meisten von uns in Deutschland zu relativem Wohlstand verholfen. Und der kapitalistische Wettbewerb finanziert über Steuern und Abgaben auch unseren Sozialstaat. Also er sagt hier, es hilft den Deutschen zu relativem Wohlstand. Ja, das wird oft benutzt, wenn wir über die Wirtschaft sprechen in Deutschland. Dann sagen wir, naja, diese Sache hat uns zu Wohlstand verholfen, hat dazu geführt, dass Deutschland mehr Geld hat, es geht den Leuten besser, dementsprechend ist der Wohlstand gestiegen. Ja. In diesem Kontext kann man auch oft über das Allgemeinwohl sprechen. Ja, es hat nicht direkt die Bedeutung von finanziell, aber doch hat es viel damit zu tun. Ja. Die Leute in einem wohlhabenden Land haben normalerweise auch mehr Gemeinwohl. Das bedeutet, dass Gemeinwohl ist quasi, wie gut geht es uns als eine Gesellschaft insgesamt. Mal nachdenken, weil was für eine Freiheit ist das? Es ist für die Kapitalfraktion, es ist die Freiheit zu investieren in was sie wollen. Und das ist auf keinen Fall oder in den seltensten Fällen in irgendeiner Form dem Gemeinwohl dienlich. Und hier wird zum Beispiel gesagt, es dient dem Gemeinwohl. Das bedeutet, es ist positiv für unsere Gesellschaft. Es bringt unsere Gesellschaft auf ein höheres Niveau von Wohl. Ja, also seht, Wohlstand
auf der einen Seite und Gemeinwohl sehr, sehr wichtige Wörter in diesem Kontext von Wirtschaft. Die zweite Bedeutung von Wohl wäre im Kontext von Adjektiven, ja, sehr oft kombiniert, wieder eine Art Präfix. Also zum Beispiel wohlschmeckend bedeutet einfach, es schmeckt gut. Oder wenn ihr ein Wort habt wie wohlwollend, bedeutet es, ihr seid positiv, ihr habt eine positive Einstellung, so wie hier in diesem Beispiel. Ich finde es wichtig, dass wir einander kritisieren, nicht um einander zu zerstören oder um uns über eine Person zu stellen, sondern aus Solidarität und wohlwollend und auch mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass diese Person diese Kritik auch aufnehmen und reflektieren und ihr Verhalten. Ja, hier wird genau das Wort wohlwollend benutzt, um zu sagen, ja, man soll nicht nur kritisieren mit einer negativen Absicht, sondern man soll mit der Perspektive reingehen, den Menschen zu helfen. Man soll wohlwollend Kritik geben und nicht ja von einer negativen Seite, von einer schlechten Seite kommen. Die dritte Bedeutung von wohl wäre wohl als Verb bzw. Adverb. Wir sagen sehr oft, ich fühle mich wohl. Es gibt auch den Ausdruck, ich fühle mich pudelwohl. Ja, Pudel sind diese lustigen kleinen Hunde. Bis mir die Idee gekommen ist, ich bin ein erwachsener Mensch und ich kann Geld ausgeben für Dinge, die ich mag. Und es spricht nichts dagegen, einfach 10 schwarze T-Shirts zu haben, in denen man sich wohlfühlt. Hier in diesem Beispiel, ja, hier spricht El Hotzo über diese schwarzen T-Shirts. Ja, er sagt, das ist sehr wichtig, weil er sich in diesen T-Shirts wohlfühlt. Ja, diese T-Shirts sind perfekt für ihn, weil er sagt, man ist nie underdressed und es war eine der besten Investitionen seines Lebens. Jeder Mensch hat irgendein Kleidungsstück, in dem man sich am wohlsten fühlt. Und für mich ist es ein schwarzes T-Shirt mit einem dicken Stoff. Und deshalb bildet den Grundstock meines Kleiderschrankes. Es ist ein bisschen ein wertigeres T-Shirt, aber es war eine der besten Investitionen meines Lebens. Und El Hotzo sagt hier auch, jeder hat ein Kleidungsstück, in dem er sich am wohlsten fühlt. Ja, hier ist genau das Gleiche, ja. Bei mir zum Beispiel auch, ja, ich liebe diese bunten Hemden. Ich fühle mich in denen immer am wohlsten. Ja? Jeder Mensch hat irgendein Kleidungsstück, in dem man sich am wohlsten fühlt. Also kommen wir zur finalen Bedeutung von wohl und das ist das, was euch wahrscheinlich am meisten interessiert oder was am schwierigsten nachzuvollziehen ist und das ist die Verwendung von wohl als Partikel. Und hier haben wir 2 ganz unterschiedliche Bedeutungen, die einfach nur vom Kontext abhängen. Die erste Bedeutung ist, wenn ihr wohl benutzt und ihr meint so etwas wie, naja, vielleicht, vermutlich, sicherlich. Ihr seid euch nicht ganz sicher, ihr möchtet etwas wiedergeben. Beispiel. Das ganze Blut. Mit was habe ich denn? Wissen Sie was Genaueres? Ja, Sie hatten wohl Axt. Eine Axt? Ja. Tatsächlich? Ja, Sie haben wohl öfter, also ja, Sie waren wohl ziemlich wütend und haben, ja, wie soll ich das jetzt sagen, also Ihre Frau regelrecht zerlegt. Also ich meine, Sie sehen ja selber, wie Ja, hier sagt er wohl, Sie haben wohl mehrmals zugestochen. Sie waren wohl ziemlich wütend. Ja, hier möchte Schotti, der Tatortreiniger, der anderen Person nicht direkt sagen, dass es sicher so war, sondern er sagt, naja, das habe ich so gehört. Deswegen sage ich hier wohl, um zu sagen, naja, ich weiß nicht, ob das so war, aber das soll wohl so gewesen sein. Ja, das ist auch eine sehr intelligente Formulierung, die er hier wählt, weil er weiß, dass sein Gegenüber einen Mord begangen hat und er möchte natürlich nicht in eine gefährliche Situation kommen. Das heißt, statt diese Person direkt anzugreifen, verwendet er das Wort wohl, um zu sagen, naja, das habe nicht ich gesagt, das denke nicht ich, aber das ist wohl so gewesen. Ja, das sagen die anderen, habe ich so gehört. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste und Sorgen, sagt man, blieben dann ganz verborgen und dann. Oder hier in dem Song Über den Wolken, deutscher Klassiker, soll die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ihr habt das Lied schon im Intro gehört und genau hier auch. Er sagt, naja, wer weiß schon, was im Himmel ist, aber es muss ja wohl grenzenlos sein. Ja, so stellen wir uns das vor. Im Himmel muss es wohl grenzenlos sein, ja. Die zweite Bedeutung von wohl als Partikel ist eine Verstärkung. Das heißt, sie macht eine Aussage stärker, sicherer, definitiver, wenn ihr das Wort wohl benutzt. Beispiel. Ich würde jetzt gerne mit dem geplanten
Programm wieder fortfahren. Wollte nur sagen, dass das ganz blöd zusammengeschnitten war. Ja, weil so bin ich nicht und das ist ja hoffentlich wohl jedem hier klar. Das ist ja wohl jedem klar. Und damit möchte er sagen, jedes Kind weiß das. Das ist ja wohl offensichtlich. Das ist ja wohl jedem klar. Dadurch macht er diese Aussage einfach stärker. Und man müsste quasi gegen diese Aussage, ja, es wäre schwerer gegen diese Aussage ein Gegenargument zu machen. Sagt, das ist ja wohl klar. Ihr könnt wohl auch mit dem Wort kaum kombinieren und zum Beispiel sagen, naja, sonst hätte ich wohl kaum... Hey, sorry, ich habe gesehen, du hast angerufen. Ist es wichtig? Ja, natürlich ist es wichtig. Sonst hätte ich ja wohl nicht angerufen. Also hier möchte auch die Person dieses Definitive wieder ausdrücken und sagen, naja, denkst du, ich bin dumm? Ich hätte ja wohl nicht angerufen, wenn ich nicht gedacht hätte, dass es wichtig wäre. Hier erwartet man also, dass die andere Person nachvollziehen kann, warum man zum Beispiel in diesem Fall angerufen hat und dass die andere Person das versteht. Es gibt auch die Aussage, das glaubst du doch wohl selbst nicht. Wenn wir ganz klar sagen wollen, naja, das kann nicht dein Ernst sein, dass du das glaubst. Ja, du müsstest dumm sein, um das zu glauben, sozusagen. Ja, also ihr könnt diese Aussagen eben damit verstärken. Okay. Etwas kürzeres Video von mir, aber ich denke, diese Beispiele können euch helfen, die Bedeutung von wohl oder die wichtigsten Bedeutungen von wohl besser nachzuvollziehen. Ich hätte gerne ein bisschen Feedback von euch. Wie gefallen euch diese kürzeren Videos mit mehr Beispielen im Vergleich zu vielleicht längeren Videos mit mehr Erklärungen? Schreibt es mir in die Kommentare und vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren, ein Like da zu lassen und ich freue mich, euch in den nächsten Videos wiederzusehen. Alles klar, ciao.